Moin zusammen, Istarius hier mit einem kleinen Update-Video zum Projekt Istaria, was ich vergessen habe zu machen letztens, nachdem ich irgendwie eine Pause gemacht habe. Also besser gesagt, ich habe den Thronsaal umgebaut, habe einen Trailer gemacht und irgendwie wollte ich eigentlich ein Video dazu noch machen, weil der Trailer war ja relativ kurz und ich habe es irgendwie verpennt. Egal. Ich wollte euch immerhin mal zeigen, da ich jetzt wieder bisschen fertig bin mit der Pause, was ich so gemacht habe. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir mal hier oben an beim Thronsaal. Ja, was soll's, ist ihr das mir egal. Wie man sieht, ich habe auch außen und generell im vorderen Teil was umgebaut, da ich einen sehr nervigen Bug hatte und naja, es gibt bis jetzt keine Lösung dazu, außer das Gebiet neu nachspawnen zu lassen, indem man es entclaimt. Ich habe den vorderen Palast fast neu gebaut, also egal. Ich habe die Türen gegen die kleineren Grufttüren ausgetauscht. Die sind ein bisschen ansprechender für das ganze Gebäude. Und wenn ich jetzt hier noch irgendwie reinkomme in diesen... Hallo? Hammer? Danke. Ich habe die Treppen ein bisschen geändert und generell alles. Die Decken sind anders. Die sind jetzt aus dunklem Granitstein und aus den Mosaikplatten halt ohne Mosaik. Nicht wundert, dass hier die Deko überall fehlt. Ich war noch nicht motiviert, die Deko neu zu setzen, nachdem ich das alles umbauen musste. Ich habe den ganzen vorderen Teil einen Block höher gesetzt. War ein kleiner Baufehler von damals. Egal. Der Thronsaal hat ja auch eine neue Tür bekommen. Ist halt einfach viel besser. Und dann können wir uns hier mal im Detail angucken. Der Trailer war ja sehr kurz. Ich habe leider keinen passenden Titel dazu bekommen, das gefunden, der eine bessere Länge hatte. Ich habe hier den Eingangsbereich nämlich auch geändert. Der sah vorher, naja, ein bisschen flacher aus, sagen wir es mal so. Ich habe halt die Türen größer gemacht, den Bogen mit eingezogen. Der Boden ist jetzt aus den Obsidian gemacht. Der reflektiert jetzt die Fenster ein bisschen besser, damit das Licht ein bisschen mehr zur Geltung kommt hier drinne. Ich habe eine Menge Wachen hingestellt und so eine kleine, ja, wenn man hier reingeht, halt so eine kleine Parade als Szenerie hat. Ob ich das dauerhaft lasse, weiß ich nicht genau. Muss ich mal schauen. Vielleicht tausche ich es auch mal wieder gegen was anderes aus. Ich habe eine Menge mit indirekter Beleuchtung gearbeitet diesmal, weil nach dem letzten großen Update war das hier stockdunkel drin auf einmal, weil die Sonne irgendwie auf der anderen Seite ist und hier kommt quasi gar kein Licht richtig durch die Fenster rein. Und deswegen sind jetzt hier unter den Tischen sind weiße Leuchtblöcke drunter. Hier in den Decken, wo die Mosaiken drüber sind auch eine Menge weiße Leuchtblöcke drunter. Und die sind quasi überall hier versteckt. Man sieht sie nicht, aber es ist heller. Weil sonst wird das hier echt ein sehr dunkler, trostloser Raum. Und das ist nicht meine Intention für den Raum. Der soll hier strahlend hell erleuchtet sein. Und in der Nacht kommt dann die Decke nochmal ein bisschen zur Geltung. Die hat ja selbst ein bisschen, ja, es leuchtet halt dieses bläuliche runter. Das merkt man, wenn das hier unten so hell ist, natürlich nicht so. Warum habe ich es umgebaut? Ich fand die Idee eigentlich ganz geil, so eine Art Halle der Sterne zu bauen. Ein bisschen vom Namen her inspiriert von der großen Halle in Osgiliath, in Herr der Ringe. Das ist ja da, ich glaube, ist die Halle der Sterne oder war es denn der Dom der Sterne? Ich weiß es gar nicht genau. Egal. Ich fand die Idee cool. Ich mag die Decke auch viel lieber als die alte. Hat halt einfach mehr Charakter. Ähm, ja, also wieder Block oben ausgetauscht. Zum Glück ist es sehr blau geworden und nicht nur sehr gold wegen den vielen Kanten. Ne? Ich habe die Säulen, die Sockel überarbeitet. Die sind hier aus dem Mitternachtsgruftblock jetzt überwiegend gefertigt, sowie die Sockel von den Statuen jetzt. Und die um die Kanten halt. Es hat alles ein bisschen edleren Look halt und man hat andere Farben drin, ist halt nicht alles weiß.
Ich hätte zwar gerne einen weißen Marmor gehabt für den Boden, aber naja, vielleicht irgendwann mal. Genau. Ich schmeiß mal den Trailer für die Halle der Sterne nach oben hier in die Ecke. Könnt ihr mal reingucken, wenn ihr wollt. Da ist mit der Musik, ich finde es eigentlich ganz geil getroffen, dass es episch wirkt. Ja, wie man sieht hier, vorher mit dem Licht, das fiel hier besser rein. Ich musste halt das Licht irgendwie selbst halt erzeugen durch die Böden und durch die Decken halt. Das hat gar nicht ganz gut geklappt. Ja. Das zu dem Thronsaal. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Ich denke mal, ist schon ganz geil geworden. Mal sehen, wann ich ihn wieder umbaue. Ich baue das Ding ja gefühlt jedes halbe Jahr um. Hat ja sonst nichts zu tun. Genau, die Decken sind geändert und die ganze... Na, die untere Etage muss ich auch neu bauen. Ich musste ja den ganzen vorderen Teil vom Palast despawnen lassen, damit ich diesen Bug wegbekomme. Ich konnte halt nichts hier ändern. Die Blöcke waren halt nicht änderbar. Aber ich konnte dadurch, dass ich die Deckenhöhe geändert habe, hier die Zweischichtdecken einziehen und konnte den Mitternachtsblock hier auch einfügen, weil die Decke sonst hier, also die Etage war zu flach. Ja, sonst hat sich nicht viel geändert. Wie gesagt, viel von der Deko ist halt weg, weil ich ja alles neu machen musste. Die werde ich mal irgendwann neu setzen. Aber schon das später. Eigentlich ging es mir auch überwiegend darum, dass ich die Türen ändere, weil die kleinen Holztüren, ja, die haben einfach nicht das Format für einen Palast halt, für das alles hier. Auch, dass die Türen hier so dieses langsame Auf und Zu haben, das ist einfach viel besser. Genau. Dann gehen wir mal runter in den Südbereich. Da habe ich eigentlich am meisten gebaut und baue da auch aktuell dran, auch wenn ich gerade nicht ganz so aktiv bin. Kommt bestimmt. Wenn der Mod mal wieder geht und ich wieder fliegen kann und so und den ganzen Schnulli, dann habe ich wahrscheinlich auch wesentlich mehr Lust, wieder was zu machen. Ich komme da gerade gar nicht hoch. Scheiße. Zurück. So, naja. Ich habe nämlich hier hinten weitergebaut. Also hier war ja vor gar nichts auf der Seite. Also habe jedenfalls angefangen, hier Gebäude anzusetzen und hier geht jetzt ein Weg runter. Ist nicht fertig, ist alles noch im Rohbau. Gleich hier runter. Ja, die große Kasernenanlage, die ich immer noch ein bisschen baue. Ja, die Motivation ist niedrig, sagen wir so. Und genau, das hier ist hier der Südbereich. Hier war letztes Mal noch ein Riesenloch. Das ist jetzt massiv hoch gefüllt. Also hier ist ein bisschen Luft dazwischen, keine Hohlräume. Und ich habe den Berg angepasst. Und mein Gott, das war so eine Scheißarbeit. Ich hasse Berge bauen. Abbauen ist echt viel besser als draufbauen, aber egal. Ich blende euch auch mal ein, wie das jetzt hier vorher aussah. Genau. Können wir mal schauen, was es für ein Unterschied ist. Ich habe nämlich, ja, das ist alles aufgefüllt, weil ich einen Platz für den Südteil brauche, für den militärischen Bereich. Der Berg ist eine ganze Ecke nach vorne gewandert, damit ich die Treppe darunter setzen kann und das Gebäude ansetze und den Turm. Da können wir nochmal hin. Weil der Palast ist jetzt mit den unteren Hallen im Berg verbunden. Also, Alter, ist ja nicht viel da hier. Das ist ja auch eher so ein Platzhalter hier. Weil ich mal die Idee habe, mal irgendwann hier unten noch mal ein paar Hallen hinzusetzen. Oder Gruften, Königsgruften. Mal schauen, muss man was überlegen. Da kann man jetzt nämlich hier über den neu angesetzten Bergteil direkt nach oben zum Palast wandern. Ist ein bisschen auch wieder abgekuppert von Minas Tirith, nur dass ich hier keinen Berg dahinter habe, sondern ich muss halt runter. Ja, ist egal. Hier will ich noch ein paar Gebäude für den Palastbereich hinsetzen. Weil, ja, ich habe halt eine Menge Palast, also
Ich habe eine Menge Thronsaal für eine wenig Räume. Ich meine, der andere Teil, der drüben ist ja auch eher eine Kaserne, als dass es Palast ist. Da fehlt aber ein bisschen was, deswegen baue ich hier aktuell noch ein bisschen was dran. Und dann wird auch der Berg dann ein bisschen, naja, bebauter. Sag mal so, es soll ja eine Stadt irgendwann werden. Und wenn da so riesen Löcher drin sind, immer hier das freigelassen da, ich weiß nicht. Gucken wir nochmal hier runter. Da ist zwar nicht ganz so viel passiert. Also, ich habe mir das andere Video jetzt noch nicht mal angeguckt, was ich letztes Mal gemacht habe. Ich habe ein paar Ergänzungen gemacht halt, solange der Mod noch ging. Und aktuell hatte ich jetzt hier nur ein paar Verzierungen gebaut, Fenster, ein paar Etagen reingezogen. Ich habe mit neuen Fenstern gearbeitet, wo ich jetzt da diese Guide-Videos gemacht habe. Zu den Säulen hatte ich ein paar neue Ideen. Ja, ist noch nicht viel. Ein paar Treppen halt. Bisschen schon mal die Räume vorgezogen. Ich habe die Säulen ausgetauscht. Ja, mal gucken. Hier soll ja mal später so eine Kapelle halt rein. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Ich habe das jetzt mal mit diesen Fenstern aus dem Bergbiom gemacht. Weil, naja, bunte Gläser gibt's halt sonst nicht. Also muss erstmal das hier jetzt herhalten. Eigentlich kommt ja ganz gut Sonne rein, wenn mal Sonne da wäre. Ja, das war's. Wie gesagt, ist nicht so viel passiert. Also, was heißt nicht viel passiert? Es ist halt viel Terraforming. Das sieht immer nicht nach nichts aus, ist aber halt einfach Schweinearbeit und macht auch noch weniger Spaß. Aber ich finde, der Berg auf alle Fälle wirkt ganz gut. Dafür, dass er per Hand gebaut ist. Ist halt, ja, mal gucken. Ja, sonst war's das erstmal, denke ich mal, für heute. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, ciao.